wir freuen uns über die wachsende Zahl von Zuschauern. Wir wachsen aber nicht nur auf YouTube, wir wachsen auch reell. Auf der Seite seht ihr die Dieselstraße 34, Originalgrundstück von Techno Composites. Auf der Seite seht ihr die Dieselstraße 29. Das ist jetzt die Erweiterung, die wir seit Anfang 2024 dazu gekauft haben. Hier seht ihr die neue Halle. 1000 Quadratmeter haben wir hier zur Verfügung. Das wäre eine typische Halle für eine Endmontage. Und wenn man das mal so ein bisschen durchspinnt, wenn wir uns hier einen Arbeitsplatz vorstellen, dann wäre das hier vielleicht auch eine Stelle. Luftkanäle macht auch Sinn mit Abdeckung. Die Abdeckung würden dann vielleicht auf dieser Seite hier installieren. Ja, und eine Materiallagerung für beides dann eventuell in der Mitte. Und dann müssen wir nur noch zusehen, dass wir Elektrik an die Arbeitsplätze kriegen. Das ist aber bei so einer Stahlkonstruktion auch sehr einfach. So, jetzt habt ihr diese 1000 Quadratmeter Fläche gesehen. Das ist was, das werden wir noch nicht sofort nutzen. Das ist Erweiterungsfläche für die Zukunft. Jetzt schauen wir uns mal den Bereich an der Sonderkonstruktion, weil die ziehen innerhalb der nächsten Wochen hier um. Also die Idee für dieses Büro wäre zum Beispiel ein Meisterbüro oder ein Vorarbeiterbüro. Irgendwas, was man hier organisatorisch machen muss. Da hätten wir entsprechend hier Platz für. Das hier wäre dann ein Büro bzw. ein Raum, den wir gerne nutzen wollen, einfach um unsere Musterteile auszustellen. Es sollen noch Regale rein, sodass man hier eine vernünftige Ausstellung hat, um Kunden auch mal bestimmte Profildetails zeigen zu können. Ja, und dieses Büro, das wäre noch ein Raum, den wir sehr gut nutzen können, zum Beispiel als Umkleideraum für die Herren. Muss dann noch ein bisschen anders ausgestattet werden. Wird natürlich ein Sichtschutz dann eingebaut, aber von der Fläche her passt es ganz gut. Ja, den Raum, den wir hier haben, ehemalige Annahme, den werden wir jetzt umfunktionieren zum Werkstattbereich. Wir sind hier im Werkstattbereich der Sonderkonstruktion. Ist so ein L-förmiger Raum hier. Hier vorne in diesem Bereich würde unsere vertikale Plattensäge stehen, an der wir ebenfalls Gitterroste sehr gut zuschneiden können. Hier vorne in diesem Bereich kommt dann kleinere Bearbeitungseinheiten, wie zum Beispiel eine Fräse. Und wenn wir uns auf die andere Seite mal orientieren, dann wäre hier praktisch eine Kappsäge für die GFK-Profile. Die hat hier eine relativ große Fläche, liegt einfach daran, weil man links noch ein 6 Meter Rollenband hat und rechts typischerweise irgendein Rollenband, das noch 4 Meter lang ist. Hier haben wir gerade mal einen provisorischen Arbeitsplatz eingerichtet. Und zwar sind wir da gerade dabei, einige unserer Ladungsträger wieder fit zu machen. Die hatten hier so ein Filz sozusagen auf den Schienen, das aber im Laufe der Zeit abgenutzt ist. Das haben wir jetzt komplett runtergenommen und ersetzen das durch eine Kunststoffschiene. Und dann kommen diese Ladungsträger wieder in Umlauf. Und wie ihr wisst, sind das die Ladungsträger, mit denen wir typischerweise Ware zwischen uns und dem Lackierer austauschen. Also das, was wir hier sehen, ist der Umkleideraum für Damen. Toilette ist ebenfalls nebenan. Einen weiteren Umkleideraum für Herren würden wir in einem der Büros einrichten. Ja, das hier wird der Sozialraum, ca. 25 Quadratmeter groß. Hier kommt noch eine Küche rein, die wird in den nächsten Wochen angeliefert, so dass man sich auch hier vernünftig was zu trinken machen kann, Mittagessen machen kann. Hier haben wir jetzt endlich einen Raum, wo wir einerseits das Betanken der Gabelstapler vernünftig machen können. War vorher in der Versandhalle geregelt. Um hier Stapler selber betanken zu können, haben wir hier praktisch eine Staplertankstelle. Doppelwandig. Man sieht hier wie bei einer normalen Tankstelle auch den Stutzen. Mit dem Stapler fährt man dann hier auf diese gelbe Wanne. Und das ist halt eine Auffangwanne für den Fall, dass mal was daneben läuft, kann man hier, wird sicher aufgefangen und man kann es praktisch mit Bindemittel aufnehmen und vernünftig entsorgen. Hier ist unsere Lösung, um den Materialtransport zwischen den beiden Betriebsgeländen hinzubekommen. Wir haben also einen Lader gekauft, weil er günstig in der Anschaffung ist und unkaputtbar ist. Da packen wir den Anhänger dahinter, den wir sowieso schon hatten. Und unser Materialtransport findet jetzt so statt, dass wir auf diesem Betriebsgelände hier Sachen auf den Anhänger aufladen oder abladen.
dann praktisch im Kreisverkehr über den öffentlichen Straßenverkehr auf das andere Betriebsgelände fahren, dort wieder be- und entladen und dann geht es hier wieder in der Schleife zurück.